Mein Titel wird von John Lennons Album gerissen und gnadenlos außer Kontext wieder benutzt. Es handelt sich genau wie bei Lennon selber um Grenzen zwischen Menschen und die Hoffnung, dass man sie umgehen oder überqueren kann. Natürlich sind Brücken nicht die beste Lösung, eine Mauer zu überqueren. Der Metaphor ist nicht der beste, aber das macht nichts. Ich bin trotzdem immer noch überzeugter Lennonist. Die Idee, womit wir heute spielen würden, ist, dass wir wissen, wie Grenzen und Mauern funktionieren. Uns ist weniger klar, wie wir Grenzen abschaffen. Uns ist auch nicht klar, wer wir sind. Ob ich hier bin als Historiker oder nicht, bin ich auch nicht sicher. Archive gibt es in den besten Fällen nicht vor 30 Jahren. Wir sind deshalb genau pünktlich angekommen, 30 Jahre nach dem Mauerfall, um von einem Historiker zu hören, wie es damals war. Nur sind wir in diesem Fall nicht nur Historiker, sondern auch Zeitzeugen. Und Zeitzeugen sind sehr unzuverlässig. Im Gegenteil zu Historikern oder auch, aber genauso unzuverlässig wie Historiker, je nachdem, welche Position wir dazu haben möchten. Ich muss gestehen, dass ich damals eine frühere Version von Nostalgie hatte. An der Uni Cambridge in den 90er Jahren war ich fasziniert, die Möglichkeit gehabt zu haben, Menschen von dem alten Ostblock kennenzulernen. Als dritter Weltbürger habe ich, wie viele von uns damals, gehofft, dass zumindest nach Glasnost und Perestroika sich etwas ändert und dass eine Alternative zu Kapitalismus noch überleben würde. Wir waren etwas enttäuscht und überrascht, dass die meisten ehemaligen Ostblockbürger die Situation anders, wenn auch differenzierter sahen. Aber Ostblock-Leute waren für uns immer noch etwas exotisch. Die Ostdeutschen bin ich bis dahin noch nicht wirklich begegnet. Nobody loves you when you're down and out. Und in den meisten Situationen wollten die nicht als Ostdeutschen anerkannt werden. Aber ich war zu dieser Zeit nicht nur Uni-Student in England. Davor hatte ich eine teilzeits deutsche Jugend. Und das ist schwierig zu beschreiben, weil es jetzt nur als ich versuche das zu erzählen, wie es herauskommt. Deshalb habe ich nichts wirklich herauskommt oder ob es gar nicht nützlich sein kann. Als Jugendlicher war ich ab und zu mal in München, wo meine Mutter in einer Tanzgruppe war. Mit 13 zum ersten Mal war ich in München vor einem Plakat fotografiert. Und soweit ich das noch in meiner Erinnerung habe, gab es zu dieser Zeit eine Zigarettenschachtel mit diesem Bild. Und das Plakat hat den Titel Test the West. So war es damals. Mir wurde gezeigt, dass wir nah zu dem Eisernen Vorhang waren. Wir haben eine Ausreise gemacht bis zu Coburg, wo es auch zum Teil um die britische Monarchie ging. Die kommen aus Coburg. Als Jugendlicher, der ein bisschen ausländisch aussah, war es auch interessant, in den 80er Jahren in München unterwegs zu sein. Ich habe öfter gehört, wie sehr die Münchner Ausländer mögen.
wie sehr es ihnen wichtig war, dass ich wusste, dass die auch Juden sehr gern hatten. Von meinem Namen sieht man, dass ich teils jüdische Abstammung habe. Und als Erfahrung war es nur klar, dass es auch damals sehr viele Neonazis unterwegs waren, davor und kurz nach dem Mauerfall. Und wir fanden es immer angenehm, ein paar Punks zu sehen, weil es, obwohl die am Anfang ein bisschen komisch aussahen, war es uns auch klar, dass es sicherer war für uns, wo es Punks gab. Und das habe ich sehr früh verstanden. In unserer Straße in München, in Lehe, in der Nähe von Maximilianstraße, gab es die Wohnung von einem Mann namens Schönhübel, von einer Partei namens die Republikaner. Das war in Knöbelstraße in München. Und es war uns klar, dass irgendwas nicht stimmt da, weil es ständig an brennenden Papierstück vor der Tür stand. Verschiedene Leute haben das als Protest gemacht. Aber die waren immer präsent, die rechten Szene. Ich kann nicht wirklich sagen, dass es mich damals sehr beschäftigt hat. Ich war nur in den Schulferien da, bin aber wieder kurz vor dem Sommer immer zurückgegangen nach Kalkutta, wo es natürlich sehr anders war. Und damals fand ich auch noch weniger Deutsch, als ich jetzt kann. Und dann war es mir klar, ich habe sehr viele Sachen nicht mitgekriegt. Das war auch zum Teil angenehm. Im Nachhinein haben viele Leute mir erzählt, dass die Organisatoren der rechten Szene in München und Stuttgart zum Teil nach dem Osten gegangen sind, um ein neues Gebiet zu organisieren. Aber 1989 war ich eigentlich im Frühling in München. Wir haben ein Theaterstück ausgeführt und wir wollten das nach Berlin bringen, aber wir konnten nicht einen passenden Datum finden. Deshalb bin ich nicht nach Berlin gekommen in 1989. Wir sind zurückgegangen nach Kalkutta und kurz danach hat sich etwas geändert. Heutzutage kann man sagen, dass es natürlich in Berlin die Möglichkeit gibt, in verschiedenen Punk-Szenen als Fashion Designer unterwegs zu sein. Man braucht nur ein Café und dann hat man die richtigen Symbole für die meisten Sachen. Aber historisch gesehen reden wir nicht nur von Mauerfall jetzt und ich finde es eigentlich interessant für mich als früherer Ausländer, jetzt auch deutscher Staatsbürger, hier unterwegs zu sein, als Historiker, der in der angloamerikanischen Welt sein Training gehabt hat und jetzt das mehr oder weniger im deutschen akademischen Raum übersetzt. Und es ist wirklich eine Übersetzung, weil es zum Teil eine komische Mischung jetzt gibt zwischen Welten, die nicht mehr wirklich existieren, zwischen einer idealisierten Version der angloamerikanischen System, was zum Teil in Deutschland unterwegs ist und nicht nur akademisch natürlich, sondern auch spezifisch von Sachen, die mit der Politik zu tun hat. Ich rede jetzt um Identitätspolitik, was neulich sehr wichtig geworden ist, überall in der Welt.
Und natürlich sagen wir am Anfang, dass es nicht nur von Minderheiten oder von sogenannten Opfern benutzt werden darf, sondern auch von Leuten wie die AfD oder in Nordamerika von Trump oder in Brasilien von Bolsonaro und so weiter, natürlich in Indien von den Hindu-Rechten. Das heißt, Identitätspolitik funktioniert von beiden Seiten. Es ist nicht unbedingt eine linke Tradition. Und wie es während einer linken Politik so sehr benutzt werden kann, weiß ich immer noch nicht. Das ist natürlich, was wir eigentlich ganz am Ende sagen sollten, aber wenn wir von den Conclusion zum Anfang immer gehen würden, ist es immer besser, weil es natürlich von diesem Winding Staircase eine Struktur gibt für den Vortrag hier. Autobiografie ist nur ein Teil meiner Auseinandersetzung mit diesem Thema. Natürlich geht es nicht nur um die Berliner Mauer, sondern auch um theoretische und abstrakte Grenzen zwischen Menschen. Wenn wir darüber jetzt reden, dann geht es um eine Auseinandersetzung, was für Deutschland typisch ist, die Glaubwürdigkeit der Geschichte Deutschlands, die Nützlichkeit einer offiziellen Geschichte für den Staat und für Leute, die sich mit der Geschichte auseinandersetzen würden. Und Deutschland ist programmatisch sozusagen das beste Beispiel von einer historischen Auseinandersetzung, an Vergangenheitsbewältigung und so weiter, was Sie alle in der Schule gelernt haben, wir aber ein bisschen später. Das heißt mehr oder weniger, dass es eine Auseinandersetzung von der Geschichte der Nazizeit zwischen 1933 und 1945 gibt. Das Problem zum Teil ist, dass es nur als deutsches Problem gesehen wird. Und natürlich hilft das nicht, wenn wir über die längere Geschichte des Faschismus und die Geschichte der Neofaschismus, was zum Teil gar nicht so neu ist, reden möchten. Und damit habe ich mich beschäftigt in den letzten 3 bis 5 Jahren, ein bisschen konsequenter, aber eigentlich in den letzten 20 Jahren. Am Anfang wollte keiner wissen, dass es zum Beispiel Faschisten in Indien gab. Faschismus, nein, das ist eigentlich europäisch und die Deutschen sind die Besten. Das ist hochproblematisch, auch für Studenten, die jetzt von einem migrantischen Hintergrund in eine deutsche Schule ankommen. Und die sagen, was ich nicht so nützlich finde, das hat nichts mit uns zu tun, weil es mehr oder weniger eine Geschichte des deutschen Nation ist. Und man redet nicht gern in Deutschland über Nation. Deshalb ist es schwierig, als Ausländer das wirklich zu verstehen. Und bis man versteht, dass diese negative Auseinandersetzung mit der Nazizeit, wie eine Nationalgeschichte funktioniert zum großen Teil. Und es ist negativ bewertet, aber auch sehr positiv nützlich. Das ist die Cement that brings together the nation. So ein Begriff könnte man nicht wirklich im deutschen Sinn benutzen. Es wird aber öfter für andere Staaten im englischsprachigen Raum benutzt.
Was ich damit meine, ist, dass es natürlich diese Gründungsnarrativ für die Nation nützlich ist. Deshalb war es mir ein bisschen unangenehm, auch wenn es ständig gesagt wird, die deutsche Diktatur, aber auch die ostdeutsche Diktatur. Die Vergleichbarkeit ist für mich ein bisschen schwierig. Weil ich nicht deutscher Historiker bin, ist es nur in Bezug zu nationaler Narrative, womit ich mich auch ein bisschen beschäftigt habe, dass ich diese Geschichte überhaupt kenne. Das Problem ist natürlich, dass wir mit diesen sogenannten Shortcuts verschiedene Geschichten vermeiden möchten. Es gibt natürlich dann die Idee, dass man über Bücher eine deutsche Geschichte erzählen kann. Das heißt 1933, 1945 und 1989. Das ist jetzt relativ konventionell. Meiner Meinung nach, wenn man anderen Fällen ansehen möchten, gibt es natürlich viele andere Kontinuitäten. Ich nenne nur ein Beispiel davon. Das geht um Akademiker, insbesondere Sanskritisten, die zum großen Teil in Deutschland überlebt haben und Freunde Indiens in den Zeiten der Freundschaft zwischen Westdeutschland und Indien oder zum Beispiel auch Freundschaft zwischen Ostdeutschland und Indien benutzt wurden. Zum großen Teil haben die eine Vergangenheit, was nicht besonders schön ist, weil ein sehr großer Teil der Sanskritisten eigentlich mit diesem arabischen Krieg immer sich auseinandergesetzt hatten. Sehr viele von denen wollten danach ihre eigenen Bücher zerstören, haben zum Teil das versucht zu machen, einige haben das erfolgreich gemacht, einige nicht. Das ist ein längerer Hintergrund. Es gibt auch die Möglichkeit, es weiter zu erzählen als Geschichte der Zusammenarbeit zwischen den früheren Nazi-Ideologen und indische Intellektuellen, die in München, besonders in München, waren in den 20er und 30er Jahren. Es gab eine deutsche Akademie von Karl Haushofer gegründet und da gab es seit 1927 ein indisches Ausschuss, wovon sehr viele rechtsradikale Inder trainiert wurden. Die haben auch freiwillig sich damit beschäftigt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg waren die meisten von diesen Institutionen entnazifiziert mit der Begründung, wir hatten Inder als Mitglieder, das heißt, wir können nicht Nazis sein. Das sind die unangenehmen Kontinuitäten. Von einer anderen Kontinuität wird neulich sehr viel geredet, vielleicht auch nicht genug, aber trotzdem würde ich sagen, dass es unangenehm ist, das nicht im Vordergrund zu halten. Und ich rede jetzt über die deutsche Kolonie. Da haben wir natürlich in der Schule gelernt, in Indien, dass Deutschland auch Kolonien hat. In Deutschland ist es nicht so oft erwähnt, aber genug Leute, die sich damit beschäftigen, wissen, dass es doch deutsche Kolonien gab bis zu dem Ende des Ersten Weltkrieges. Und das ist natürlich Teil von dieser Geschichte ist, zu sagen, das war nur kurz und wir haben nicht so viel gemacht.
Natürlich ist es jetzt relativ anders ausgesehen, dass es Massakern von den Herero-Nama im jetzigen Namibia viel geredet wird. Nur finde ich das ein bisschen unangenehm, dass es fast zu einem neuen deutschen Sonderwegargument geht. Dass es klar war und ist, dass Europäer Kolonien hatten, wo sie relativ brutale Sachen gemacht haben, ist uns allen klar. Dass es zum Beispiel jetzt geredet wird über die Ursprung der Konzentrationslager in den Kolonien, ist auch wichtig. Die sind aber nicht eine deutsche Erfindung. Sie sind eine britische Erfindung von dem südafrikanischen Krieg Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, wo auch Gandhi als Mitglied der britischen Health Services als Stretcher-Bearer ein Volontariat gemacht hat. Es gab auch zu dieser Zeit Lager, die im Ausland waren, zum Teil in Indien. Das heißt, es gab von Ursprung an diese Idee, dass ein Land KZs in einem anderen Land haben kann. Aber das ist eine längere Geschichte. Man könnte das auch ein bisschen nach dem Zweiten Weltkrieg mittragen ins Mau-Mau-Rebellion in Kenia, wo es auch Konzentrationslager gab, und das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist klar, dass ein KZ als Modell funktionierte. Einige würden sagen, das funktioniert immer noch. Natürlich sind die Standarten unmöglich. Dass man nur, wenn ein KZ so erfolgreich war wie Auschwitz, wirklich ein KZ ist. Und das sind unmögliche Standarten. Natürlich wollen wir das nicht sehen, aber wenn ein Philosoph wie Giorgio Agamben sagt, dass es potenziell hat, dass jeder Staat zu einem KZ wird, heißt es nicht, dass wir schon in einem KZ leben. Das ist natürlich übertrieben. Es heißt nur, dass wenn wir immer bereit sind, Ausnahmen zu machen, dass die Regeln eines Rechtsstaats nicht für alle gilt, dass wir auf dem Weg zu einem KZ sind. Und wie wir als Faschismusforscher das sehen würden, ist es natürlich nicht angenehm, so lange zu warten, bis wir wirklich wissen, dass es Faschismus ist, weil es politisch jetzt keinen Sinn mehr macht. Und dann müssen wir sagen, wie ich öfter überlegt habe, wenn wir sagen, nie wieder, heißt es nicht, dass wir überzeugt sind, es kann nicht wieder passieren, sondern nie wieder ist auch jetzt. Wie oft ist nie wieder wieder hier? Wie oft sagen wir ständig, dass es unvergleichbar ist, dass der deutsche Fall zum Beispiel so unvergleichbar ist mit allen anderen Fällen. Und meine Frage ist immer, woher wissen wir, dass es unvergleichbar ist? Haben wir das verglichen oder wollen wir das machen und wozu? Und das heißt nicht, wir zählen Nummern und wir sagen, das war schrecklich und das ist unmenschlich und so weiter. Bis es unmenschlich wird, ist es viel zu spät. Nie wieder heißt,
wir sollen ein bisschen aktiver uns auseinandersetzen mit verschiedenen Geschichten. Und das Problem für mich ist natürlich, dass es eine deutsche Geschichte ist jetzt. Dass es eine Auseinandersetzung, eine Vergangenheitsbewältigung von anderen faschistischen Situationen oder fast faschistischen Situationen nicht geredet wird. Dass wir reden ständig, als ob wir ein deutsches Sonderweg haben, eine deutsche Stolz an Schrecklichkeit und so weiter immer im Vordergrund haben. Ich weiß auch, dass ich das nicht sagen darf als Deutscher. Deshalb ist es mir schwierig, dass es bis zu vor 2 Jahren legitim wäre, wenn ich das gesagt hätte. Und jetzt als deutscher Staatsbürger ist es ein bisschen mehr tabu. Warum sage ich das überhaupt dann? Wir sind in einer Situation jetzt, wo es immer mehr Grenzen zwischen Menschen erwähnt wurden, als ob die Grenzen wichtiger sind als die Möglichkeit von Zusammenarbeit. Das Wort Solidarität ist jetzt ein Schimpfwort. Solidarität ist jetzt es gibt einen englischen Begriff, Solidarity is discursive violence. Das habe ich nie verstanden. Aber ich habe es versucht zu verstehen. Solidarity is discursive violence. Violence. Ja. Und ich habe es wirklich versucht zu verstehen. Es wird mir gesagt, wenn man sagt, ich kann euch verstehen, heißt es natürlich, dass du das nicht kannst. Das ist wirklich schlimm, weil du behauptest, dass du meine Erfahrungen selber erfahren kannst. Und nur ich kann das erfahren. Naja, dann sind wir auch alle Individuen. Und wir sind alle so anders, dass Solidarität maximal für einen Mensch in sich funktioniert. Das ist natürlich extrem gesagt. Aber jetzt, zu der Zeit der Identitätspolitik, wo auch alle Begriffe von außen übernommen würden, hätten wir das auch auf Englisch sagen können. Wir sind zum Beispiel People of Color. Wir haben eine andere Geschichte als die meisten Leute. Und das wird von People of Color benutzt, die Bio-Deutschen. Wir machen diese Grenzen selber. Wir sagen natürlich, dass es von außen kommt und dass wir nur die Wahrnehmung anders gestalten. Dass wir verschiedene Diskriminierungserfahrungen ändern möchten. Deshalb brauchen wir eine interne Solidarität. Nur sind alle Solidaritäten nicht wirklich von Anfang an da. Die müssen aufgebaut werden. Es ist natürlich uns alle klar, dass es eine Situation gibt, wo wir alle sagen dürfen, wir haben andere Kulturen, wir haben alle verschiedene Hintergründe, die Hintergründe müssen ernst genommen werden. Das stimmt. Aber von Hintergrund zu einem Argument, zu einem Verteidigen der Wahrnehmung des alltäglichen Lebens ist ein großer Schritt. Und ich finde es unangenehm, dass wir nicht nur in staatlichen Räumen, was wir zum Teil im nationalen
Räumen nennen. Das stimmt nicht. Eine Idee von der Nation nur eine Legitimation von dem Staatsprinzip ist, reden. Wir könnten zum Beispiel auch uns explizit daran auseinandersetzen, dass wir wissen möchten, was für Erfahrungen wir ernst nehmen müssen. An sich muss jede Erfahrung ernst genommen werden. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die verschiedenen Erfahrungen zu einer besonderen Empfindlichkeit führt, wo sich keiner vertraut, irgendwas zu sagen, weil alle so empfindlich sind, dass jeder von Anfang an beleidigt werden möchte. Je nachdem, wie man sich damit umgehen möchte, hat jeder das Recht, beleidigt zu fühlen. Aber das sind die höchsten Rechte, die wir anscheinend jetzt haben. Es gibt idealisierte Bilder von einem Zusammenleben und von öffentlicher Orte und öffentlicher Platz, was Berlin noch zu bieten hat. Ich sage Berlin, weil Berlin noch nicht Deutschland ist. Das finde ich auch wichtig zu sagen. Ich habe sehr viele Jahre in London verbracht und in London sind Leute in der Öffentlichkeit nicht verdächtig. Man hat mir immer gesagt, als ich in Berlin ankam, oh, London ist so cool, es gibt so viele Ausländer, da ist alles so integriert und so postkolonial. Was heißt postkolonial? London hat verschiedene Ghettos. Wir reden nicht miteinander. Wenn wir miteinander reden, ist es immer klar. Also du bist, eigentlich darf man nicht mehr Taki sagen, deshalb du bist South Asian. Du bist von Ghana, das heißt, you're an African, you're West Indian, and we know differences. Ob das wirklich nützlich ist, weiß ich nicht. Aber die wissen ganz genau jetzt, zum Beispiel, dass während diesem neuen Election Campaign die Hindu-Rechten aus Indien eine Kampagne in den Tempeln machen, gegen Labour und für die Tories. Das können wir nicht vermeiden, das ist Identitätspolitik. Die haben das Recht, das zu machen. Aber das ist jetzt interne Sache und das eigentlich zu erklären, ist schwierig, nachdem wir das alles legitimiert haben. In den Moscheen wird einige Sachen gesagt, die nicht in der Öffentlichkeit zulässig sind. In den Tempeln auch. Es gab einen Plan in England von den Tories, dass es in einigen Orten natürlich völlig legitim wäre, Scharia-Rechte zu haben. Weil es natürlich interne Sachen ist. Aber wie wäre es, wenn jemand sagt, ich will das nicht? Wer entscheidet, was die Grenzen von einer Community ist? Und dann sind wir in der Lage, verschiedene Grenzen zu perpetuieren im Namen von Kultur, im Namen von Offenheit, im Namen von Diversität. Ich bin nicht der Meinung, dass man keine Diversität haben kann, ohne einen Kulturbegriff immer so zu benutzen, als ob es harte Grenzen zwischen Kulturen und zwischen Menschen gibt. Und von der Politik gesehen ist es natürlich
nicht mehr nötig zu sagen, es ist egal, welche Abstammung du hast. Du bist hier, weil du jemanden repräsentierst und nicht dich selber, sondern ein Typus. So funktioniert es. Das kann man nicht mehr vermeiden. Und man versucht auch im Voraus ein Argument zu sehen von Aussehen des Sprechers. Ob das wirklich hilft, weiß ich nicht. Ich war in Berlin, als das Palast der Republik abgerissen wird, und habe auch ein paar Bilder gemacht. Es ist uns alle klar, dass es eine Staatsräson gibt, weil währenddessen einige Symbole nicht überleben dürfen. Wenn wir unbedingt Grenzen haben möchten, müssen wir auch wissen, warum wir die haben möchten und ob die wirklich nützlich sind. Ich habe natürlich keine Lösung, nur ein paar Sorgen, die ich mit Ihnen, womit ich mit Ihnen ein bisschen reden dürfte. Und das ist für mich sehr wichtig, aber das ist natürlich nur für mich wichtig, ob es für Ihnen auch wichtig ist, kann ich nur Ihnen überlassen. Danke. Ja, wir hatten überlegt, weil das ja jetzt unsere Keynote ist, dass es hier jetzt da nicht so eine ausführliche Diskussion geben sollte, aber ich denke, wir können das doch dahingehend öffnen und ja, erstens auch ja, möglicherweise noch Verständnisfragen stellen und wir haben aber eben auch Zeit, da noch auch was in der Diskussion zu machen. Ich fange einfach mit einer ersten Verständnisfrage an, also weil ich mir vorstellen kann, dass es vielleicht anderen auch so geht. Sie hatten von Sanskritisten gesprochen, also die mit Nazi-Ideologen auch Verbindungen hatten. Und ich glaube, dass das nicht allen geläufig ist, was das besagt. Also ich glaube, so vage wissen wir das noch mit Aryern und mit Verortung in Indien. Aber ich merke, dass da irgendwie mein Schulwissen doch sehr an die Grenzen stößt und dass es vielleicht auch für andere auch nochmal interessant ist, da das nochmal erläutert zu haben, was es damit auf sich hat, was Sanskritisten machen oder gemacht haben und was das mit ja, den Nazis möglicherweise zu tun haben kann. Also direkt nichts vieles, aber es gab, es ist natürlich Sprachwissenschaft. Und Sprachwissenschaft ist immer relativ technisch gesehen. Aber nach 1933 haben die meisten Sanskritisten, die nicht Nazis waren, ein Verbot gehabt. Und die dürfen nicht mehr unterrichten. Die meisten, die danach Sanskrit gemacht haben, waren überzeugte Aryophile. Es wird immer noch gesagt im Fach, dass sehr viele Sanskritisten ein bisschen soft Aryophile sind. Ja, das hätte ich nicht direkt gesagt, aber ich habe neulich ein bisschen selber geforscht und mit Kollegen geredet, die damit zu tun haben. Es gab ein Beispiel an einer deutschen Universität, was mich neulich
ein bisschen gestört hat. Die haben eine neue Abteilung geöffnet mit Sanskrit Chanting and Hymns by a priest from Banaras Hindu University. So wird es erwähnt. Es ist vielleicht nur symbolisch, vielleicht auch nur kulturell ein bisschen Diversität zu bringen. Aber da wir diese längere Geschichte des Faches im Hinterkopf zumindest haben, ist es unangenehm. Die direkte Connections zwischen einem Fach und einer Ideologie sind schwer herauszufinden, weil es natürlich in den 40er Jahren relativ viele Leute gab, die mit den Nazis was zu tun hatten und die wollten auch weiterarbeiten. Und die Grenzen wurden von den US-amerikanischen Besatzungen gemacht. Ich weiß es nicht, ob das wirklich klar genug ist, weil es noch nicht geforscht ist. Und das Problem ist, dass es natürlich in dem Fach selber einen Gegenwind gibt. Keiner will sagen, dass das Fach an sich zu nah an den Nazis war. Also ich habe vielleicht auch so was wie eine Verständnisfrage nochmal. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich fand es sehr inspirierend, weil ich das auch so ein bisschen so verstanden habe, dass Sie darüber gesprochen haben, dass Grenzen eben nicht nur was Äußerliches sind, sondern wir alle diese Grenzen auch mit uns tragen, im Habitus, in der Sprache, im Sozialen, was auch immer wir uns einfallen lassen können. Habe ich Sie richtig verstanden, weil Sie das ja öfter zum Thema gemacht haben mit den Identitätspolitiken, dass Sie das auch interessiert als eine Form der Grenzziehung? Ja. Ja. Also das war schon die Frage, aber ich wollte es nochmal für mich so auf den Punkt bringen, auch das zu verstehen. Ja, genau. Also wie Sie das kritisch sozusagen perspektivieren, diese Frage der Identitätspolitik. Ich würde sagen, wir gehen davon aus, dass die meisten Menschen fast nichts Gemeinsames haben. Dass wir immer davon ausgehen, es gibt keinen Universalismus, das ist alles eine Legende von der Aufklärung. Es gab keine Aufklärung, das ist ein europäisches Mythos. Aber wenn wir das wirklich ernst nehmen, müssen wir nicht miteinander reden. Können wir auch nicht und wir müssen es auch nicht. Weil es ohne Universalismus keine Pflicht gibt, dass Sie mich zuhören und ich mit Ihnen rede. Wenn ich sage, das ist ungerecht, heißt es, dass jemand eine Idee von Ungerechtigkeit haben muss. Das ist eine Art Universalismus. Man kann nicht sagen, das gilt nur für uns. Das meine ich eigentlich. Wenn wir diese Grenzen ziehen, ist es mehr oder weniger every man for himself. No, because it's always a man who places himself as a woman. Man includes woman. If you're going back there, dann brauchen wir diese Sprachspiele auch nicht spielen. Nochmal nachsitzen. Und nochmal die Frage, also ich habe mich dann in meinem Vortrag auch gefragt, wie ich das jetzt verbinden kann mit meiner Fachperspektive, wo mich stärker die visuelle Kultur sozusagen interessiert. Sie haben das am Ende durch die letzte Sie haben mehrere Abbildungen gehabt, aber zum Schluss kam das nochmal sehr stark, fand ich auch, ohne dass Sie das so stark thematisiert haben oder zum Thema des Vortrags gemacht haben. Und ich hatte mich nochmal gefragt, es gibt ja, glaube ich, von Mitchell diese These auch zu sagen, dass diese Perspektive von Race ist sozusagen schon eine visuelle Kultur, dass wir so
darüber nachdenken und so darüber sprechen und das so praktizieren. Also, wie kann man das nochmal stärker zusammenbringen mit dieser Frage der visuellen Kultur? Was bedeutet das eigentlich? Ja, das habe ich mich gefragt, als ich die Bilder ausgesucht habe. Und ich dachte immer, wenn die überhaupt verständlich sind für uns als Kollektive, wenn auch anders verständlich, wissen wir, worüber wir zusammen reden können. Die Idee ist, dass auch wenn wir nichts Gemeinsames haben, das zu wissen heißt auch etwas Gemeinsames haben, dass wir miteinander reden können, um zu wissen, dass wir nicht reden können. Das ist die Hauptidee. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube immer, dass wir davon ausgehen. Und wir reden miteinander, um zu sagen, wir haben nichts Gemeinsames. Müssen wir nicht. Wenn wir überhaupt diese Anklage machen möchten, wir sind anders oder ihr nehmt uns nicht ernst genug oder je nachdem was, ist es klar, dass wir miteinander reden. Und visuell ist es einfach zu sehen, wir haben genug Gemeinsames, um zu wissen, dass es ein Bild gibt. Früher hätte man sagen können, ein Bild ist eine Wahrheit, was man in Wörtern nicht sagen könnte. Dann denke ich mir, wenn Stalin nur Photoshop hätte. Das wäre sehr interessant gewesen. Er hat sehr viel geschafft ohne Photoshop. Das heißt, es ist nicht eine Wahrheitsfrage, sondern eine gemeinsame Grammatikfrage. Wir sehen einige Sachen als Bilder, obwohl wir vielleicht nichts anderes Gemeinsames haben. Aber ich habe keine vollständige Antwort zu dieser Frage. Ich glaube, mich treibt auch eine ähnliche Frage wie Stefanie Steilschuss. Also ich habe mir auch nochmal aufgeschrieben, also dass Sie davon gesprochen haben, also inwiefern die Grenzen im Namen der Diversität perpetuiert werden. Also irgendwie das wäre ja auch, hätte was zu tun mit Identitätspolitik. Und das ist eine Frage, die mich jetzt schon auch beschäftigt, also inwiefern man auch in dieser Auseinandersetzung, die ja jetzt im Moment sehr virulent ist, dass man als weiße Person dessen klar wird, White Privilege, das White Privilege damit zusammen, das Colorblindness, dass man als weiße Person sagt, das interessiert mich eigentlich gar nicht oder ich habe damit gar keine Probleme, also ich sehe alle als gleich an. Dass es eigentlich ein weißes Privileg ist, das zu haben. Dann steht aber dann auch tatsächlich immer im Raum, dass wenn man sich stark eben damit beschäftigt, dass man eben selber das auch wieder perpetuiert. Also diese Frage von Diversität, Identität. Ja, aber ich denke mir doch, dass diese Perspektive oder sich das bewusst zu werden als weiße Person, dass das schon eine Voraussetzung ist auch für ins Gespräch kommen oder eben sozusagen die eigenen Grenzen auch zu sehen, um sie dann vielleicht überwinden zu können. Zum Teil ja, aber zum Teil funktioniert es eher als White Guilt. Und das heißt, es funktioniert nicht. Wir reden nicht. Wir gehen davon aus, als Weiße sind sie immer Täter, bin ich immer Opfer. Wir können diesem Opfertum und diesem Tätertum erben. Das heißt, es hat keinen Sinn zu sagen, ich bin jetzt nicht besonders unprivilegiert, Sie vielleicht nicht besonders privilegiert. In diesem Fall sind wir nicht in dieser Situation, sondern es geht um die Geschichte.
Und wenn es um die Geschichte geht, muss man sich fragen können, es gibt auch Geschichten, die nicht so gut kollektiv funktionieren. Die Erbe eines Opfervolkes ist sehr oft ein Staat. Und das macht wenig Sinn für mich. Auch im Alltag gibt es Situationen, wo es natürlich ständig benutzt werden kann. Aber jetzt gibt es auch eine Opfergeschichte von weißen Leuten. Es gibt, um das zu legitimieren, muss man nur sagen, wir sind auch Opfer. Es gab schon diese Opfergeschichte in der Geschichte. Ein Rivalist hat mir gesagt, dass es eigentlich immer um Opfergeschichte geht, dass alle Legitimationsnarrative eigentlich Opfergeschichte sind. Dass man keine legitime Stelle haben darf in der Geschichte, ohne sagen zu können, wir waren mal Opfer. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es hilft nicht besonders, wenn es in jeder Konversation auch von Anfang an um einen Hintergrund geht. Ob Täter oder Opfer ist weniger wichtig, ob es auch subtile Variationen von Menschen auch geben kann, ob meine Geschichte nicht unbedingt nicht jemand anderes gehört, ist mir auch nicht klar. Ich würde sagen, zum Beispiel, mit dem ersten Beispiel wollte ich erklären, dass die Geschichte von Faschismen nicht unbedingt Deutschland gehört. Ja, das fand ich jetzt wirklich auch eine interessante Überlegung, tatsächlich, die man sich vielleicht wirklich nicht so, eben als Deutsche, wo das ja eben, das hatten Sie ja auch gesagt, wirklich ganz stark mit dem Nation-Building zusammenhängt, dieses Narrativ. Ne? Also sich als Nation in diesem negativen Sinne zu verstehen. Ich hatte mir auch nochmal aufgeschrieben, also das mit der Solidarität, dass das so ein Misskredit geraten ist, dieser Begriff. Und also für mich wäre das ja wirklich im Positiven etwas eben auch ja trotz Differenzen oder über diese hinaus eben Gemeinsamkeiten festzustellen und sozusagen oder ja, sich auch verbunden zu fühlen, auch wenn man nicht alles teilt. Oder eben nicht unbedingt eine gemeinsame Geschichte und vielleicht auch nicht immer eine gemeinsame Perspektive, aber dass das immer im Hinblick darauf geschieht, nicht über Identität, also dass Solidarität nicht über Identitätspolitik funktioniert, sondern eben ja was Allgemeines da im Hintergrund hat. Gegen Identitätspolitik oder vielleicht trotz Identitätspolitik. Aber es ist natürlich klar, dass es nicht funktioniert, wenn jeder in einem Identitätsstaat bleibt. Ja, ich schaue nochmal in die Runde. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, also, wenn man sich erkundigen möchte, was Faschismus eigentlich heißt, der Begriff, dann kommt man erstaunlicherweise zu dem Ergebnis, dass es keine eindeutige Definition gibt. Jetzt haben Sie das Wort schon auch benutzt, ja. Ich gerne wissen, was Ihre Ansicht darüber ist. Es gibt eine Legitimation an völkischer Nation. Es gibt die Idee, dass eine bestimmte Reinheit von der Nation sein muss. Es gibt natürlich diese paramilitärische Tendenz, Gewalttendenz, und es gibt diese Idee von Krise und von Sinn, dass eine Nation irgendwann verraten wird. Und das kommt immer wieder zurück in verschiedenen Formen. Ich würde nicht sagen, es gibt eine Tendenz jetzt über ein Fascist Minimum zu reden.
man braucht ein paar Punkte, danach ist es Faschismus und davor nicht. Und wenn das schon so weit ist, ist es politisch gesehen viel zu spät. Dann ist es nur akademisch, das als Faschismus oder als Nicht-Faschismus zu erwähnen. Und das ist mir nicht so interessant. Die Aktivisten wissen viel früher als die meisten Akademiker, was los ist. Aber ich rede eher über ein Repertoire von Tendenzen, ein Repertoire von Punkten, die in verschiedenen Situationen anders benutzt werden können. Und wenn wir von diesem Repertoire was wissen, können wir das ein bisschen früher anerkennen als im Nachhinein. Ich habe schon sehr erstaunt, wenn Sie gesagt haben, dass es gibt den Abgeschichten. Wie passen Sie denn? Seit 1923, das ist eine lange Geschichte, seit 1923 gab es eine paramilitärische Gruppe, die jetzt an die Macht gekommen ist. Die sind die älteste faschistische paramilitärische Gruppe der Welt. Und die längste Geschichte einer paramilitärischen faschistischen Gesellschaft, die noch existiert. Und das ist nicht nur abstrakt gesehen, die haben Ideen und Training mit den italienischen Faschisten gehabt. Danach haben die versucht, mit den Nazis mitzuspielen. Es gab ein Pamphlet von 1938, wo es gesagt wird, wir wollen in Indien machen mit den Muslimen, wie die Nazis mit den Juden machen. Und das ist total explizit, das ist nicht versteckt. Und die finden das eigentlich immer noch toll. Neulich habe ich einen Twitter-Feed gesehen von einem Inder, der gesagt hat, heute ist Josef Goebbels Geburtstag, wir sollen das feiern. Das ist nicht problematisch für den. Ich habe auch länger Sachen darüber geschrieben. Das steht alles aber im Internet. Ich gebe Ihnen einen Link.